Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Heute in dem Video machen wir mal ein bisschen Serie 9. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Wie ihr seht, 822 Teampunkte. Wir nehmen die zwei Fahrer wie in dem Video in Serie 8. Wenn ihr euch das Video noch nicht angeschaut habt, dann schaut mal bei mir in den Channel bitte nach. Und da findet ihr auch die weiteren Videos. Ab Serie 3 gibt es alle Gewinnstrategien von mir. So gesehen in jeder Serie. Und ich hoffe, dass diese Videos sehr, sehr hilfreich sind. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, wie immer. Und heute jumpen wir mal direkt rein. Wir springen mal direkt rein in Serie 9, machen mal ein Rennen und wir gucken mal ein bisschen, wie es da mit der Taktik läuft. Natürlich im Quali mit 822 Teampunkten können wir nicht viel erwarten, sagen wir mal so. Allerdings werden wir trotzdem gewinnen, so muss das auch sein. Und von daher hoffen wir auf einen guten Circuit. Wir hoffen natürlich nicht, dass es regnet. Und ja, wir gucken uns nach dem Rennen auch mal das Setup an von unserem Gegner, natürlich auch unseres. Italien Monza, sehr schön. Ja, wenn ihr auf mehr Teampunkte kommen solltet, bitte setzt das auch dann ein. Ja, ihr könnt natürlich auch mit ein bisschen mehr Teampunkte fahren. Und wenn ihr bessere Fahrer habt, bitte dann auch. Ja. Was ich euch nur empfehlen kann, ist definitiv einen epischen Fahrer aus Serie 12. Wenn ihr den irgendwie im Shop seht, sofort zuschlagen. So, wir sind ja gar nicht in der Lage, hier eine Einbox-Strategie mit beiden Fahrern zu fahren. Also werden wir hier mit einem Fahrer eine Zweibox-Strategie fahren und mit dem anderen Fahrer werden wir dann eine Einbox-Strategie fahren. So werden wir das hier einstellen. So, und los geht's. Ja, morgen haben wir den nächsten Grand Prix, also verpasst bitte auch nicht die nächste Folge. Ich werde morgen Grand Prix fahren in Serie 9, so wie es aussieht. Und ja, mal schauen, wie weit wir da kommen. Wir sind ja in Serie 6 jetzt. Diese Woche sind wir auf Platz 3 gelandet. Und ja, vergesst das Einschalten nicht, vergesst auch nicht das Video zu liken und natürlich auch den Channel zu abonnieren, Leute. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. So, wir pushen ein bisschen nur. Wir können mit unserem Leclerc, müssen wir jetzt leider auch aufhören, also nur erste Kurve pushen und dann runter vom Gas, wie immer eigentlich. Und dann mit Lando Norris, weil er ja auf einer Zweibox-Strategie ist, fährt ein bisschen aggressiver in der ersten Runde, um eventuell den einen oder anderen Platz zu machen. Danach fahren wir aber auch, wie ihr jetzt seht, schalten wir den Wagen auch schön runter und ja, genießen hier die Show. So, wir pushen wieder. So, Charles hat jetzt 75%, perfekt. So, da können wir wieder runter vom Gas, damit wir unseren Gegner auch schön hinter uns halten. Und unser Gegner wird, denke ich mal, die gleiche Strategie fahren. Ihm bleibt ja im Endeffekt nichts anderes übrig. Oder eventuell sogar eine andere Strategie, die aber ein bisschen schlechter ist. Also hoffen wir natürlich auf die schlechtere Variante. So, wir geben wieder ein bisschen Gas. Ihr wisst ja immer, ich mag das immer sehr gerne hier. Ich fahre hier auf Medium, also auf den gelben Pfeil, sehr, sehr selten. Und ich bin da eher der Typ, dann, der auf grün geht und dann auf rot, um dann halt ein bisschen auch den Gap zu öffnen zwischen unseren Fahrern. Perfekt. So, Lando Norris kommt jetzt rein in diese Runde. Der wird nicht reparieren, weil er fährt in eine Zweibox-Strategie. Also die erste Runde werden wir nicht reparieren, versuchen dann unsere Zuverlässigkeit so auf ca. 50% zu haben. Wird dann in der 6. Runde, wir fahren mit ihm einen 3-3-2, wird dann in der 6. Runde komplett vollständig repariert, der Wagen. So, unser Gegner hat uns auch überholt, wie wir sehen können, also wir müssen eigentlich wieder, er kommt sogar auch rein, selbst auf den harten Reifen, deswegen hat er auch ein bisschen beschleunigt. Also von daher müssen wir uns eigentlich echt keine Sorgen machen. Charles hat jetzt vor sich genug Platz, um eigentlich auch eventuell die ein oder andere Millisekunde gut zu machen. Das machen wir jetzt auch. So. Sieht im Großen und Ganzen ganz gut aus. Erzählt mir mal, wie es bei euch so läuft. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Serie ihr aktuell seid.
Und ja, wenn ihr dann, wie gesagt, Serie 5, Serie 6, Serie 7 seid, dann schaut mal bitte auf meinem Channel. Ich habe zu jeder Serie habe ich da was aufgelistet und in Zukunft werden natürlich alle Strecken nochmal spezifisch, nochmal streckenbedingte Videos hier auf dem Channel kommen, und zwar von Serie 12. Da bin ich aktuell nicht am Grinden, sondern eher um da die Kisten zu fahren. Deswegen, ich hoffe auch für euch, liebe Leute, wenn ihr da 800, 900 Teampunkte habt und ihr habt Serie 9 frisch aufgeschaltet, dass ihr Serie 9 nicht grindet. Das heißt, dass ihr dort nicht eure Punkte fährt, um eure Rennkiste zu holen. Am besten müsst ihr da rumfahren, also da müsst ihr grinden, wo ihr mindestens 30 Punkte fährt pro Rennen. Da müsst ihr hin. So, und da könnt ihr dann natürlich auch das maximale Setup benutzen, was ihr habt. Und da werdet ihr dann den ganzen Tag so gesehen fahren, solange ihr dann keine Kisten mehr habt. Ne? Ihr habt ja dann die Serie 9 Kiste in dem Fall jetzt. Und diese Serie 9 Kiste, die holt ihr euch dann nur, wenn ihr wirklich auch nur einen Slot frei habt. Wenn ihr keine Slots frei habt, dann lohnt es sich auch nicht, Serie 9 zu fahren mit dem Equipment. Da würdet ihr dann halt schon gerne auf Serie 5 oder auf Serie 6 gehen, wo ihr halt im Moment auch gute Platzierungen fährt und natürlich dann auch Platz, sagen wir mal, Top 10, weil da holt ihr nämlich dann auch eure 30 Punkte mindestens im Rennen. Und das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ja mindestens 30 Punkte haben, also 33, damit wir nach 3 Rennen unsere Rennkiste haben. Ja? Und das ist ja, worauf wir hinarbeiten hier mit diesen Videos. So, wie ihr seht hier, jetzt bei uns sieht es ganz gut aus. Wir können jetzt mit Lando, können wir jetzt die erste Runde komplett pushen. Unser Gegner kam auch in der 6. Runde rein mit beiden Fahrern und hat dann nochmal auf Soft gewechselt. Allerdings ist das viel zu weit weg, wie ihr seht hier mit seinem Guanju ist der viel zu weit hinten. Und ja, wir fahren weg. Ihr habt selber gesehen, wir fahren hier mit 2 blauen Fahrern und es funktioniert. Man muss halt wirklich nur die Strategie wissen. Das ist so gesehen eigentlich das Wichtigste. Die Fahrer und die Teampunkte, natürlich ist auch ein Riesenfaktor hier in dem Spiel. Allerdings ist es nicht der Faktor, um hier die ganzen Sachen zu gewinnen. Ja, also es reicht nicht, um, ja, ihr seht ja selber, im Mittelfeld rumzufahren. Wir fahren ja jetzt auch nicht Platz 1 und Platz 2. Dafür sollte man dann schon die gewissen Teile und die gewissen Fahrer dann auch schon auf eine gewisse Stufe haben. Aber sonst an sich, wir haben das Rennen hier locker flockig gewonnen, ganz entspannt. Unser Lando Norris hat leider auch keinen Platz mehr gemacht, allerdings trotzdem gut, Platz 20 und Platz 14 unser Charles Leclerc auf harten Reifen. So, wir schauen uns noch das Equipment an. Ich hoffe, ihr seid noch bis Ende da geblieben. Wenn ja, dann lasst mal ein Like da, damit ich weiß, dass ihr auch da seid. Das wäre schön. So, wir schauen uns mal die Fahrer an. Er fährt mit Sergio Perez. Schaut euch das mal an. Also von den Fahrern her ist er weit oben. Vom Equip ist er ein bisschen weniger. Ihr seht selber, ich fahre da mit 70 Leistung circa, 69 und dann nochmal 20 Punkte mehr Aero und auf Grip. Ihr wisst ja, ich bin da immer so ein Riesenfan, weil mit weniger Leistung habe ich halt ja, weniger Reifenverschleiß, ist ja klar. Und das heißt, wenn ich dann mal Gas gebe, dann kann ich auch eventuell mal ein bisschen länger Gas geben wie der Gegner. Ja, weil der Gegner hat ja 64 Leistung, aber 71 Aero. Das heißt, er müsste ja eigentlich mehr pushen in den Kurven, um eigentlich überhaupt davon wegzukommen. Also wenn ihr das schafft, so euer Equipment aufzubauen, dann bitte macht das auch. Haltet mich auf dem Laufenden, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von dem Video gehalten habt und ob ich euch das weitergeholfen hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht es allen ganz, ganz gut und einen schönen Start in die neue Woche. Ciao, Leute.